Meine Oma hat die Treppe immer auf Hochglanz poliert und wir durften das nicht anfassen, damit es da keine Dorben drauf gibt. Das war ihr ganz heilig. Ich bin Sabrina, ich wohne in der Stadtvilla von meinen verstorbenen Großeltern. Ich zeige euch gerne mal, wie ich lebe und meine 3 Lieblingsstücke. Ich habe 300 Quadratmeter Wohnfläche. Das Haus haben meine Großeltern 1960 gebaut. Mein Opa stand damals auf dem Berg und hat gesagt, da muss sein Haus hin. Ich habe es dann vor ein bisschen mehr als 10 Jahren übernommen und habe es umgebaut. Beim Umbau war mir eigentlich wichtig, dass der Charakter vom Haus so ein bisschen erhalten bleibt, dass ich nicht alles komplett rausreiße, sondern dass es zwar moderner wird, aber schon Elemente von damals einfach bleiben. Die Bar ist 1:1, wie meine Großeltern sie hatten. Die habe ich auch extra so gelassen, weil ich die so traumhaft schön finde. Mein Wohnzimmer, das ist früher das Herrenzimmer von meinem Opa gewesen. Da haben sich die Herren getroffen zum Zigarre rauchen und Whisky trinken. Es sind auch viele Sachen hier jetzt, wo von meiner Oma noch sind. Das ist mein erstes Lieblingsstück, das Klavier von meiner Oma. An dem Klavier hat meine Oma früher immer gesessen und hat für uns Lieder gespielt. Als sie dann ausgezogen ist, kam sie mit in die Wohnung. Als sie dann aber verstorben ist, habe ich gesagt, ich würde das gern wieder mit ins Haus nehmen. Das ist eine der Stücke, die ich dann wieder zurückgeholt habe. Ab und zu setze ich mich dann hier rein und erinnere mich daran, wie sie früher, wo wir klein waren, für uns Lieder gespielt hat und wir zusammen gesungen haben. Das ist mein zweites Lieblingsstück, meine Puppe Bärbel. Die Bärbel, die ist von meiner Dode, die Tante von meiner Mutter, hat echte Haare und als kleines Kind hat mich die immer total fasziniert. Ich wollte immer mit der spielen und sie anfassen und ihr neue Zöpfchen machen und so, aber das war dann leider untersagt. Meine Dode hat mir das immer verboten, weil sie gesagt hat, das ist eine wertvolle Puppe und deswegen durfte ich als Kind immer nur unter Beaufsichtigung mit ihr spielen. Wo ich dann älter wurde, hat meine Dode dann gesagt, jetzt schenkt sie mir, weil ich sie ja als kleines Kind immer so gern haben wollte und nie gekriegt habe, damit ich sie immer in Erinnerung behalte. Das ist mein drittes Lieblingsstück. Das Bild hat eine sehr gute Freundin für mich gemalt. Das Bild hat sie mir gemalt, als sie eine sehr schwere Zeit hatte. Und zwar war sie Alkoholikerin und hat dann das Bild für mich gemalt, weil sie gesagt hat, ich war eine der wenigen Personen, die immer für sie da war. Die Freundschaft bedeutet mir unglaublich viel, weil wir einfach viel miteinander durchgemacht haben und sie schon so lange besteht und ich würde sie nie missen wollen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr eure Geschichte auch erzählen wollt, dann meldet euch bei der Redaktion.